Moin. Wir sitzen hier an Bord von The Wind. Das ist das Flaggschiff der South Coast Baltic Boating Rally. Und wir sitzen hier zusammen mit Nicole vom Tourismusverband Vorpommern. Ich sitze jetzt hier mit Jens Masuch, einer der Organisatoren der South Coast Baltic Rally. Hi Adam. We're on the Leadboat of the South Coast Baltic Boating Rally 2019. It's a 50 feet ship and it's called The Wind. And The Wind. You're the skipper. Yes, I am. Someone told me that you're actually a graphic designer. And how did you become the skipper of a 50-foot yacht? Well, the sailing was always my hobby, I would say. But I started as an amateur and sail a lot. But in some point of my life, we closed our company, and the sailing became my permanent job. What do you do for a permanent job? Normally I'm working and sailing on sail training ship Generał Zaruski. It's a traditional wooden boat, and we are doing sail training for young adults and adults. So I see you a lot walking around in t-shirts from General Zaruski. So it's your passion to sail this boat, is it? Yes, it is. Actually, I think you really have to love it to do it. The thing is that it's a quite hard job. You are out of home for a long time. After all, it's not our natural place to be. Your whole ship was filled with thousands of journalists who were always coming and going and coming and going. Yeah. Was it stressful? No, not really. It's more work. We have to rearrange because there are 5 cabins here. It's a quite big boat. Those journalists are very often alone. Every cabin is for 2 persons, so you have to find a good solution. How did you get from General Zaruski to this boat? How did you join the rally? On the rally, actually, I'm from the beginning, so from 2014. It was a coincidence, of course. No, of course, like everything. My brother was actually director of this municipality of cities in Gdańsk, so they were the main partner in this project, South Coast Baltic, and well, my brother of course knows that I'm a sailor, that I like it, and he called me and he said, "Would you like this job?" Well, you know, I am a sailor, so yeah, sure, why not? Yeah. And yeah, and that was the beginning. On this first rally I met Jens. In this way I joined the project. Ich wollte dich als erstes mal fragen, was muss man denn studieren, um hier so eine Rallye zu organisieren? Gibt es dafür ein Studium? Ich weiß es nicht. Ich bin da mehr so reingeraten. Also ich habe Geografie studiert. Nebenfächer Kunstgeschichte und öffentliches Recht. Ich habe gehört, du hast in Grafik studiert. Ist das auch der Grund, warum du jetzt hier im Ostseeraum weiter geblieben bist? Ich kam ursprünglich aus Bielefeld und ich bin dann irgendwie zum Studieren dann an die Ostsee, auch ganz bewusst. Ich hatte schon mit meinen Eltern immer in der Ostsee Urlaub gemacht und das war irgendwie schon so das Sehnsuchtsgebiet. Und dann zum Studium habe ich dann ernst gemacht und bin dann nach Greifswald. Auch das ist wirklich Zufall gewesen, weil mein Berufseinstieg hat sich das so schrittweise entwickelt und ich hatte eigentlich schon, als ich fing mit dem Studium, schon irgendwie die Idee, auch dann irgendwie so Ostsee-Zusammenarbeit und so, das fand ich schon toll. Wie hängt denn der Tourismusverband mit dieser Rallye zusammen? Das ist so, dass wir als Tourismusverband Partner sind in dem Projekt. Wir repräsentieren quasi das vorpommersche Festland. Und Hintergrund ist, dass wir in dem Projekt sind, dass wir vor allem die Bodden- und Hafengewässer stärker als attraktives Segel- und Motorbootsrevier vermarkten wollen. Wir legen auch viel Wert darauf, eben Angebote in den Marinas vorzuhalten, dass die Gäste auch die Marina verlassen und ja, touristische Angebote im Hinterland auch kennenlernen. Da bist du gleich schon zur nächsten Frage übergeschwenkt und hast schon ein bisschen deine Aufgabe bei dieser Tour angesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist quasi dein Interesse, das pommersche Gebiet zu vertreten und attraktiver zu machen. Wie schaffst du das und wie sieht ein typischer Tagesablauf für dich bei dieser Rallye aus? Insbesondere bei der Rallye bin ich Teil des Organisationsteams und bin für die Organisation an Land zuständig. Wir haben natürlich im Vorfeld, gerade bei uns in der Region, das alles geplant, die Absprachen gemacht mit den Partnern. Wir haben eine Radtour gemacht beispielsweise und diverse Veranstaltungen. In Greifswald hatten wir das Kino beispielsweise und das habe ich alles vorher abgestimmt mit den Partnern vor Ort. Und während der Rallye ist man eigentlich ja, für alles da. Also Ansprechpartner für unsere Rallye-Teilnehmer, natürlich hier auch auf dem Boot.
überall mit anpacken, wo man helfen kann. Es ist halt Segeln. Wir haben dann fast 30 Boote dabei, wir haben 8 Stopps. Und Segeln heißt, man kann nicht alles planen. So eine Rallye, die ist immer so zu 70% vorbereitet und die letzten 30%, die muss man dann halt von Tag zu Tag machen. Und deswegen ist es so, dass wir auf dem Leadboot hier immer quasi den nächsten Tag dann nochmal genau vorbereiten und dann auch gucken, wie entwickelt sich Wetter, Wind, ja, was ist auch noch an Land irgendwie zu machen. Und dann ja, die letzten 30%, also nochmal anrufen, abchecken, das findet hier eigentlich an Bord statt. Und dann ist eigentlich auch auf dem Boot für mich die Erholungsphase. What's your job or what does a typical day look like? Very often we start very early. Every day, new harbor. I have to check if everyone is on board, everything is cool, check the boat, if it is okay, we have enough water, fuel, things like that. Remember to take the power cable. Then we start sailing. Check the weather one more time just to be sure. Very often we have a photo session. Actually sailing was the smallest issue of this trip. Because yeah, during sailing I very often prepare this skipper briefing, also some party because we have some party, mostly with Jens and Nicole because we were the core of the crew. So you joined in the very beginning. Did you see any evolvement over the years? Yes, of course. I mean, the first rally was with 6 boats. And now we are 28. 28, ja. Wie viel Vorlauf braucht man für die Planung von so einer ziemlich großen Rallye? Also wir hatten ja viele verschiedene Häfen mit viel Programmen, jeden Tag was anderes gesehen. Also der ganze Rahmen für diese Rallye ist ja diese South Coast Baltic Marketing Initiative und da steckt auch ein EU-Projekt hinter, also es gibt 85% Förderung von der EU. Es ist so, dass wir in diesem Projekt ist halt diese Rallye auch nur eine Aktion, mit der wir dann halt Seglern sozusagen neue Tourmöglichkeiten, Turnmöglichkeiten aufzeigen wollen. Die Planung der Rallye, die beginnt so in der Regel so ein Jahr vorher, kann man sagen, 1,5 Jahre vorher. Es ist so, dass deutsche Segler, die fangen schon jetzt, also im August dann an, das nächste Jahr zu planen. Und es ist so, dass diese Marketinginitiative ist eine Zusammenarbeit von 14 Institutionen. An dieser Rallye waren da, glaube ich, 8 von beteiligt oder 9 sogar. Ist halt so, dass wir den Rahmen vorgeben und jeder Partner dann eben an den einzelnen Haltepunkten, an den Stopps dann das Programm organisiert. Und meine Aufgabe ist sozusagen erstmal die Ideen aufzunehmen, das zusammenzubringen und dann eben eine Reise zu machen, ja, die dann auch zusammenpasst. Wir haben uns schon mit Seglern unterhalten und die haben gesagt, dass sie es sehr schön fanden, dass ihr die Veranstaltungen offen gelassen habt, dass Leute, polnische Einwohner dazukommen konnten. Aber hast du auch die andere Seite sozusagen schon mitbekommen? Wir hatten hier eine internationale Flottille, wir hatten 6 Länder, die teilgenommen haben. Was war das? Deutschland, Dänemark, Schweden, Polen, Litauen und auch ein österreichisches Boot. Und auf der einen Seite wollen wir natürlich da ein internationales Erlebnis schaffen, dass die sich untereinander kennengelernt haben. Und wenn ich mir so die Party gestern angucke, wir hatten die Abschlussparty gestern, dann hat das gut geklappt. Ja. Da bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Und das andere ist natürlich, dass wir einfach die Region vorstellen wollen. Und zwar eben dann auch aus dieser Gruppe ganz bewusst rausgehen wollen. Es geht auch darum, zu zeigen, wie diese Region außerhalb der Rallye ist. Und deswegen, wie ihr richtig erkannt habt, war es eben so, dass wir hier immer diese Veranstaltungen auch offen gemacht haben. Urlauber, die vor Ort waren oder Einwohner eben teilnehmen konnten und dann auch da Kontakt hergestellt wurde. Und was ich von den Teilnehmern gehört habe, war das, was die wirklich bemerkt und geschätzt haben. Das hat mich sehr überrascht und da bin ich sehr zufrieden mit. Heute ist der letzte Tag der Rallye, beziehungsweise gestern war der letzte Tag. Fällt viel Last von dir ab? Ich muss sagen, es war sehr, sehr anstrengend, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und was ich sehr, sehr schön fand, dass man direkt die Rückmeldung von den Teilnehmern bekommen hat, wie viel Spaß die auch hatten, dass es denen super gefallen hat, dass wir jeden Tag auch viel Lob bekommen haben von unseren Teilnehmern. Und ich finde, wir haben einen sehr schönen Mix letztendlich aus Segeln, Landprogramm gehabt. Und ich glaube, dass viele von den Teilnehmern auch gerne wieder beim nächsten Mal dabei sein werden. Also ist es super, wenn ihr hier direktes Feedback bekommt. Was hast du denn bei dir für ein inneres Feedback mitgenommen für das nächste Jahr, wenn diese Rallye nochmal stattfindet? Also es war jetzt meine erste Rallye, die ich mit begleitet habe und ich wusste natürlich auch nicht so richtig, was da alles auf mich zukommt und ich glaube, dass man immer entspannt sein muss. Man kann nicht alles hundertprozentig im Vorfeld planen
und vielleicht auch nicht zu voll die Tage packen, dass man den Teilnehmern auch ein bisschen die Möglichkeit gibt, sich zu entspannen, ein bisschen runterzukommen. Wir hatten ja auch sehr, sehr, sehr lange Tage auf dem Wasser. Hattest du ein Highlight bei dieser Rallye? Die erste Überfahrt letztendlich, als wir das Boot in Kolberg übergenommen haben, weil das mein erster Turn war. Das war für mich persönlich aufregend. Als Highlight der Rallye muss ich sagen, das muss, glaube ich, noch ein bisschen sacken, weil wir unglaublich viele schöne Momente hatten. What was your highlight or favorite part of this year? I have no idea. Every day was like holiday here, you know. The best part of this rally was participants, because they were very good sailors, and the best thing is that they really also take care each other. All this responsibility wasn't not only on us, but they really help each other. So that was great. That's sailing. And you can maybe chill down a bit. It doesn't all the amount rests on your shoulder. Yes, exactly. I mean, with sailors generally it's quite easy because they are used to take care themselves. Even here, if they have some kind of issue, they really try to do it by their own first, before they call me or whatever and said, sorry Adam, I have a problem, I need your help. Jetzt ist es ja so, dass Segeln nicht wirklich billig ist und kostengünstig ist, und da steckt ja schon ein ganz schöner Aufwand dahinter. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, dass die EU-Förderung nächstes Jahr dann ausläuft. Wie sieht es denn zukünftig mit dieser Rallye aus, gerade auch auf Bezug auf die Studenten, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt das leisten können, sich im Freundeskreis ein Boot zu chartern und hier mitzumachen? Erstmal wäre es für uns natürlich super, wenn wir junge Leute dabei haben. Du hast ja auch das Durchschnittsalter der Segler gesehen. Das ist ein ganz großes Thema auch im Wassertourismus, dass man einen Generationswechsel auch jetzt hinbekommen muss. Was diese Rallye angeht, so ist die eigentlich so konzipiert erstmal gewesen, dass man mit eigenem Boot teilnehmen kann. Und wir haben dann Schritt für Schritt gemerkt, dass es halt auch viele gibt, kein eigenes Boot haben, keine Eigner sind und dann eben ein Boot chartern. Und wenn ich mal so überlege, wo könnten Greifswalder Studenten, das ist halt so, das war J-Master aus Danzig, Reset, die haben ältere Boote, die sind relativ günstig, und was dazu kommt ist, die bieten an, dass man da eben sozusagen mit Skipper teilnehmen kann, aber von denen halt noch ein erfahrener Skipper mitkommt. Und wenn man dann einen Preis hat von 1.500 bis 2.000 Euro pro Woche und dann 8 Leute an Bord, also 2 gut stellen die, dann ist man noch 7, und dann, wenn man das so dann durch 7 teilt, da ist man eigentlich ganz gut dabei, würde ich sagen. Habt ihr Anstrengungen unternommen, hier eine jüngere Zielgruppe anzusprechen? Ja, das haben wir besonders auf der Rallye mit euch als Filmteam. Von moritz-tv. Wir wollten natürlich gerne, dass ihr das begleitet und dass Studenten eben auch diese Angebote wahrnehmen. Ich meine, in Greifswald gibt es ja viele Angebote im Bereich Wassersport, und ich denke, das ist eine wunderbare Möglichkeit, auch jüngere Zielgruppen zu erreichen. Und ich habe ja auch gesehen, dass ihr von den anderen Booten, es waren ja dieses Mal auch Familien mit, die Kinder an Bord hatte, diesen einen Tag hier auf dem Flaggschiff sozusagen mitgefahren. War auch sehr schön, fand ich, dass wir immer mal unsere Teilnehmer hier auf unserem Boot mit dabei hatten, auf der Wind, und die das Boot auch kennenlernen durften und haben uns auch mit unterstützt und haben wir dann auch gerne in unserem Team mit aufgenommen. Was würdest du dann sagen, ist jetzt so der Anreiz auch für Studenten, hier mitzumachen? Wenn wir auf das nächste Jahr gucken, da haben wir die Rallye auf einer anderen Route. Das geht dann von Gdansk in Polen, Kaliningrad, Russland und dann Klaipėda. Also das sind 3 Städte, die wo richtig was los ist. Gerade Kaliningrad auch noch was, also ich finde ja, also schon vor 20 Jahren beobachtet, dass sich auch so, wie soll ich sagen, Kultur, auch Jugendkultur so ein bisschen angleicht, immer mehr. Und Russland ist noch so eins der wenigen Länder, wo ich sage, da ist noch irgendwie ein bisschen was anderes. Auch total offen für Besucher. Also ich würde sagen, in Kaliningrad, da kann man was erleben nächstes Jahr. Okay. Ending this session, I want to ask you, do you have any advice you can give for young sailors? Well, yeah, read a lot about sailing and first of all, sail a lot. Really, for young people who has more time but they don't have money, it's really quite easy to find a boat who can take them. It's really easy. You just have to talk to the people, to talk to sailors, and and that's it.
So, if you want to sail, just do it. Yeah, exactly. Just do it. Thanks for your time. No problem. Thank you. Dann danke für das Gespräch und ich kann sagen, dass auch wir uns wohlgefühlt haben in diesem bunten, diversen, altersdurchmischten Rahmen. Danke. Ja, gerne. Dann vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg für die nächsten Rallyes auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei seid dieses Jahr. Danke.